Boah. Gestern Klimaanlage und heute Pullover und dicke Jacke. Aber jetzt gehen wir schön frühstücken. Hoffen wir mal, dass es da drin ein bisschen wärmer ist. Schöner heißer Tee am Morgen ist das Beste. Heute Morgen gibt es in Lüderitz schönes britisches Frühstück. Schöner schwarzer Tee mit Milch und Sausages with Egg and Ham. Das ist ein gutes Frühstück, was man in Namibia bekommen kann. Stell dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du hier in Lüderitz? Ach, danke schön. Ich bin Christo Bivencha und ich arbeite hier bei Kairos Cottage. Ich lerne noch Deutsch und ich arbeite auch in Kolmenskupa, so Geisterstadt hier am Süden in Namibia. Ja, wie bist du hierher gekommen nach Lüderitz? Ich komme eigentlich aus Südafrika und meine Familie, sie sind auch hier aus Namibia. Ich bin hier in der Schule gewesen und hier ein bisschen Deutsch gelernt. Wir haben so deutsche Stunde in der Schule gehabt und meine deutsche Lehrerin ist jetzt nach Otjiwarongo gegangen. So, wir müssen eine neue Lehrerin bekommen. Sie können auch hier wohnen, wenn Sie möchten. Ja, also für jemanden, der hier sozusagen Lehrer werden möchte in Lüderitz, haben wir sozusagen schon die erste Möglichkeit, Deutschlehrer zu werden. Was war der Grund gewesen, dass du nach Lüderitz gekommen bist? Ich bin eigentlich in der Schule noch gewesen und dann meine Familie sind hierher gekommen. Ja. So, das Dorf ist so klein, aber das ist so schön hier in Lüderitzbucht. So, ich möchte hier bleiben und wir haben das Meer, wir haben so Klippen, wir haben Sand, ja, Dünen und die Temperatur hier ist eigentlich auch sehr schön und wir haben so Austern und Fisch hier in Lüderitzbucht. Die Diamanten sind auch hier und ja, ich denke, ich bin auch hier, weil meine Familie auch hier ist. Und wir machen auch Musik zusammen, meine Familie, hier in Lüderitzbucht, auch in Kolmenskupa. Du hast ja so schön gespielt gehabt. Spielst du professionell Musik? Gibst du selbst Konzerte? Ja, ich probiere, aber ich habe gesagt, unser Dorf ist so klein, aber manchmal, wir haben so Konzert hier in Kolmenskupa. Ich mache auch CDs und dann singe ich für die Touristen hier. Als hij praat, es daar donder weer in die Mann. So, ich habe jetzt 2 CDs und ich hoffe, dieses Jahr oder nächstes Jahr, dann habe ich 3 CDs. Ja, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Es hat wunderbar geklungen. Und wenn ihr Lüderitz auch kennenlernen wollt, dann kommt hierher. Und wenn ihr noch mehr von unserem Kanal sehen möchtet, dann abonniert ihn und gebt dem Video ein Like. Auf keinen Fall das Bier im Kühlschrank vergessen.
Hallo, wir sind jetzt in Lüderitz an dem Lüderitz Yachtclub und wir haben hier einen interessanten Menschen kennengelernt, der hier in Lüderitz geboren ist. Und ja, stellen Sie sich kurz vor. Ja, so ist es. Meine Eltern kamen mal aus Deutschland, das war 1930. Und es war natürlich gerade eine schlechte Zeit, Depression und so weiter. Geboren sind wir dann 7 Jahre später. Ich war der Letzte. Kommenskuppe, Diamantenstadt. Aber das hatte sich dann alles schon ein bisschen verflacht. Der große Boom war vorbei. Die großen nächsten Diamanten haben sie ganz unten am Oranje dann entdeckt. Und dann wurde alles dorthin gezogen. Und alles, was deutsch war, ist dann vor dem Krieg abgedampft, haben sich hier im Land verteilt, sind natürlich auch nach Deutschland in den Krieg gezogen. Manche sind wiedergekommen, manche nicht. Die übrigen, die mal gegen den südafrikanischen bzw. die englischen Regierungen hier im Lande gekämpft haben, die wurden dann eingesperrt in Südafrika. Bis zu 6 Jahren haben wir unseren Vater dann nicht gesehen. Die Blütezeit war, wie gesagt, sozusagen vorüber. Aber die Deutschen haben immer noch versucht, alles aufrechtzuerhalten. Die Bäckereien, die Schlachtereien, die Milchwirtschaft, was auch alles, das lief und lief und lief. Und jeder hatte sein Auskommen. Hauptsächlich war alles von Südafrika verwaltet und es ging eigentlich ganz gut. Es war kein großer Hass hier mehr wieder gegen die Deutschen. Was hatten die selber beruflich gemacht gehabt hier in Namibia? Ja, wir selber waren 18 Jahre bei einer deutschen Firma verliiert, hatten meinen Beruf da gelernt als Schlosser und Dreher. Wir haben viele Installationen gemacht, wir haben sogar zu Anfang sogar noch eine ganze Fabrik aufgebaut. Ich hatte dann ganz zuletzt noch mal 5 Jahre erstmal auf der Werft gearbeitet und auf der Bootswerft und später dann in den Kühlanlagen. Nur für Langusten praktisch haben wir da die Kühlanlage laufen lassen. Da wurden dann bis zu 20 Tonnen Langusten am Tag verarbeitet. 90% ging nach Japan. Das war natürlich gutes Geld, obwohl das wenigste Geld hier im Lande bliebe, ging das ja alles nach Südafrika, weil die Shareholders, Teilhaber, alle in Südafrika waren. Und die Wasserleitung, naja, es war eine ganz schöne Arbeit, die instand zu halten immer und 2000 Kubikmeter pro Tag zu liefern. Das war das beste Wasser, was es gibt und das läuft heute noch schon 50 Jahre lang. Kein Problem. Das heißt, Probleme haben sie schon, denn meine Nachfolger, die haben das nie geschafft und heute geht alles vollautomatisch. Wie gesagt, die Deutschen waren ja praktisch aus dem Lande raus, das heißt nicht direkt ganz raus, aber dadurch, dass die Diamantengesellschaft dann aufgehört hat, auch das Land war gut bestückt mit deutschen Farmern, hauptsächlich Farmer und auch Unternehmen hier. Wir haben hier noch ein Unternehmen, zum Beispiel, es war früher eine Eisengießerei. Die haben alle ihre Teile selbst gemacht, angefertigt, gegossen und gedreht und whatever. Die besteht heute noch als Engineering Department und 110 Jahre. Aber das ist auch wirklich der letzte deutsche Grundstein, der hier mal gelegt wurde. Der Hafen selber war ja durch den Schiffsverkehr alleine von Deutschland noch vor dem Krieg sehr rege. Nach dem Krieg ging es dann weiter. Das heißt, die ersten deutschen Frachter kamen direkt von Hamburg hierher, haben dann hier ihre Ware abgeliefert, was importiert wurde. Und bis Autos, Maschinen und whatever. Selbst Passagiere hatten die gingen dann rauf und dann auf dem Rückweg ging es dann wieder zurück. Hatten wir praktisch jede Woche einen deutschen Dampfer, der hier anlegte. Das ging für 20 Jahre ganz gut. Dann war mal wieder eine schlechte Zeit. Dadurch, dass die Diamantengesellschaft sich schon wieder zurückgezogen hat, die hatten praktisch 30 Jahre hier die Diamanten aus der See gesaugt. Und das war ein gutes Geschäft, auch für Privatleute. Die haben da viel Geld gemacht. Sämtliche Häuser, die sie dann noch nachträglich gebaut haben, in den letzten 25, 30 Jahren, die stehen heute praktisch wieder leer. Also man kann sagen, der Diamantenboom ist vorbei.
Ja, Diamantenboom ist praktisch vorbei. Die haben das alles ein bisschen reduziert alles. Zinkerz wird ja hier exportiert. Das kommt 400 Kilometer von hier und das wird im Moment noch mit den großen Laster angefahren, jeden Tag. Können Sie mir noch sagen, bitte, wie das Leben jetzt heute in Lüderitz ist? Für die Deutschen speziell? Ja. Für die Deutschen ist es praktisch nichts mehr da. Wir sind 60 Deutsche vielleicht noch, wo wir mal 300, 400 waren. Ne? Und die paar Deutschen, die sind auch sehr im Business, im Tourismus interessiert und unterhalten das. Wir hatten immer eine gute Zusammenkunft hier gehabt, alleine durch die Sportvereine. Die Sportvereine sind alle tot. Da ist nichts mehr übergeblieben. Und wir sind jetzt praktisch Pensionäre und wir haben noch gute Freunde hier und versuchen dann einen schönen Tag zu machen. Die Abwechslung, die wir hier noch kriegen, die Übersee-Passagierschiffe, die kommen dann hier rein und sind allerdings nur für einen Tag. Aber dann sind dann 300, 400, 500 Leute mehr im Ort und das belebt dann das Geschäft natürlich wieder. Ne? Es gibt natürlich auch eine ruhige Zeit. Zum Beispiel die Deutschen, die kommen dann meistens, wenn es drüben zu kalt wird oder zu viel regnet. In der Winterzeit sind sie dann auch schon hier. Aber Sommerzeit kommen dann die anderen Nationen auch hierher. Das große Potenzial hier in Ludwigsburg sind im Moment Tourismus. Wir haben das ganze Jahr über Tourismus praktisch. Die kommen dann scharenweise. Ja, das ist so. Aber als Deutsche selber kann man hier nicht mehr viel erwarten. Und mein Freund und da ist er doch. Kommen wir jetzt. Inzwischen ist er reingekommen, ja. Das ist auch ein Deutscher, der das macht. Ne? Und der andere ist auch ein Deutscher. Wir haben 2 Katamarans und dann fahren sie jeden Tag die Leute für 2 Stunden raus. Für den Delfin, Pinguine, Seehunde, mitunter auch Wale. Manchmal gibt es auch einen Mondfisch zu sehen. Ja, und das andere Getier noch. Und dann. Das war's. Ja, vielen Dank für all die Informationen. Und wenn ihr noch mehr über Namibia erfahren wollt, abonniert den Kanal und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Wir sind jetzt in der ehemals reichsten Stadt Afrikas, Khoemacop. 1908 wurde der erste Diamant hier gefunden von deutschen Siedlern und 1930 wurde dann der letzte Diamant gefunden und nachhinein ist sozusagen die Stadt dann Stück für Stück alle ausgezogen und ist dann von der Wüste verschluckt worden. Wir gehen ein bisschen rum und zeigen euch die einzelnen Häuser hier, wie das jetzt im Moment noch aussieht. Betreten dieses Gebiet ist auf eigenes Risiko, so bitte sehen Sie sich für Schlangen. Nicht nur Diamanten, aber auch Schlangen. Entschuldigung, bitte, musst du das alles... Das ist hier die Straßenbahn von Khoemacop. Sie wurde mit Ochsen gezogen und war sozusagen für die Lieferung verantwortlich gewesen von Eis, von Wasser. Hinten sieht man die Wassertanks da hinten. Und wurde mit Lebensmitteln versorgt. Willkommen in Khoemacop Einkaufsladen. Wir haben hier alles, was das Herz begehrt. Von Ambus bis zur kaputten Nähmaschine oder eine gute Spitzhacke und auch ein guter Schraubenschlüssel. Alles da, was das Herz begehrt. Was möchten Sie bitte? Medizin. Medizin brauchen Sie? Na, einen Moment bitte.
Ich muss erst den Schlüssel holen hier. Das wäre hier die Eisfabrik gewesen. Hier wurde Eis produziert. Also irgendwas haben die hier so gemacht. Hier mit Süßwasser und Salzwasser. Mit Salzwasser wurde sozusagen das hier in die Fleischerei rübergeleitet. Brauchte man ja kein teures Trinkwasser nehmen. Und haben das sozusagen die Fleischerei damit gekühlt. Ja, mein Schlafzimmer hier, wie ihr schön sehen könnt. Aus. Hallo, Sie ist Sven Teichmann. Schönen guten Tag. Ach, Sie möchten heute buchen, eine Reise nach Namibia. Und ich gucke in meinen Plan nach. Ah ja, wir hätten da für nächstes Jahr noch eine Tour frei. Aufstehen. Boah. Ja? Da ist das Bett. Ah ja. Weiter geht's. Tag ist kurz. Die Frisur sitzt, einwandfrei. So kann ich raus. Los geht's. Heute ist es, ich sag sogar, sehr angenehm sogar. Es ist heute mal nicht so wenig, normalerweise windet es in Lüderitz richtig heftig. Sand. Und heute 19, 20 Grad würde ich sagen. Und das ist das Haus, kann man von außen betrachten. Und das gucken wir uns jetzt an. Und das gucken wir uns jetzt an. Werbung. Werbung. Sven, Wiener. Schönen guten Tag, willkommen hier in meinem Haus, was ich hier so anbiete. Kann man als Wohnzimmer nehmen. Hier ist das Schlafzimmer, schön mit Ausblick. Das Wohnzimmer. Noch richtige Kunst, ich stehe also auf Blumen, ja, so, das hat was Schönes, ein bisschen renovierungsbedürftig, ja, hier würde dann das Schlafzimmer reinkommen. Zack, zack, zack. Ich muss mal die Putzfrau mal vorbeischicken, dass sie das hier ein bisschen wegsaugt. Gute Toilette, ja. Das Wasser ist auf jeden Fall verfügbar hier. Du weißt, wir sind hier in Namibia, nicht in Deutschland. Es sind zwar kleine Defekte am Haus, aber ich denke mal, das ist alles reparabel. Die Durchlüftung ist auch einwandfrei. Man hat ja kein Problem mit Schimmel, da das ja eine sehr gute Durchlüftung herrscht. 200.000 US-Dollar, da hat man auf jeden Fall ein schönes Häuschen mit gutem Ausblick. Guckt euch mal um. Überall Sand. Ja, ich weiß nicht, ob es so schlau ist, hier hoch zu gehen. Keine Lust, da erst durchzubrechen. Muss erstmal wirklich nicht sein. Das wird teuer. Krankenhausaufenthalte. Ja, Sven, hast du wieder einen Unfall gebaut hier, ja? Ich brauch's nicht. Ich brauch's noch. Naja, das sagen sie alle. The weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn.
in the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I hate. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I have. Und kannst du die Toilette empfehlen? Ja, ist gut. Wo sind wir hier? Im Bunker. Ja, also einfach alles soweit ordentlich. Bloß halt, irgendwie ist die Lage von diesen Objekten so ein bisschen ein Slum-Bereich und die haben hohe Mauern drumherum gebaut. Und ja, Wie viel $? 585 waren es gewesen. Eben Schnäppchen kurzfristig gebucht. Ich muss leider sündigen. Also das kommt so noch vors Unboxing heute, weil es ist ja kein Unboxing, weil wie soll ich aufmachen? Die Sonne. Geil. Also an der Küste gibt es Fisch. Wie der Fisch heißt, habe ich mittlerweile vergessen, aber es wurde mir von der Kellnerin empfohlen. Aber eigentlich hat mir mein Kameramann gesagt, der sich zufälligerweise Daniel nennt, dass wir eigentlich gar nicht so viel Essenszeug machen wollen. Oh ja, ja, aber lecker. Eine Soße? Sven, Ja? hast du genug Bier mit? Naja, ich sag mal für die nächsten Unboxings auf jeden Fall, aber für die ganze Reise niemals. So, jetzt kann man wieder sagen, zum Abschluss des Tages. Der Plan ist da, wir wissen, was wir morgen machen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Bier. Heute mal kein Lagerbier, weil ich habe echt die Schnauze voll von Lagerbier. Ich will endlich mal was Ordentliches haben. Dann habe ich mir ein Bockbier mir besorgt. Das wird wahrscheinlich einen ordentlichen, herben Geschmack haben. Gebraut in Namibia, 7% Alkohol. Und was hat es gekostet? 14,85 bei Okay hier in Lüderitz. Jetzt werden wir hier das Bier öffnen. Ja, zack. Offen das Ding und jetzt werden wir mal einen Schluck nehmen. Das riecht schon mal äußerst stark, ja. Oh, ist das eklig, ey. Also, das ist absolut Geschmackssache, ja. Das ist, also ich habe dir schon vorher gedacht, Bockbier ist immer ein bisschen gefährlich. Aber das ist ja sowas von ekelhaft. Also 0 von 10 Sternen würde ich diesem Bier geben, weil es ist überhaupt nicht mein Ding. Vielleicht jemand, der so auf Bockbier steht, mag es vielleicht schmecken, aber für mich ist es absolutes. Also 0 von 10 Sternen würde ich sagen, ist pures Gift, ja. Na, okay, ich gebe 1 Stern. 1 Stern ist okay. Also der Abend ist schon mal versaut, aber gut. Na gut, aber wenn ihr weitere Bier-Reviews sehen wollt, dann abonniert den Kanal, liked das Video und wir sehen uns beim nächsten Bier-Review und bei unserer nächsten kleinen Reise durch Namibia. Bis dahin, tschüss.